Hej kompisar! Idag ska jag presentera dig för en svensk tank! Willkommen, liebe Krieger, am Fjord, wo die Noppenklötzchenscheune steht. Ich bin Jarl Blockster. Ich hoffe, ihr seid alle gestärkt. Ihr habt es in den Runen und in den Zeichen der Götter gelesen. Wir müssen auf Wiking, auf Fahrt gen Polen, auf die andere Seite des großen Baltischen Meeres, um dort auf Beutezug zu gehen. Um euch zu zeigen, warum wir da hinfahren, habe ich eines der letzten Beutestücke von damals euch hier geholt. Und wir sprechen von diesen schönen Streitwagen 103C Kobi 2498. Ein Meisterwerk skandinavischer Kampfeskraft. Kommt mit mir jetzt hier auf den Grund und Boden unseres Langbootes und wir schauen uns diesen Inhalt des Schatzes ganz genau an. Ja, Freunde, da haben wir unseren schwedischen Streitwagen. Das Stridsvagn ist ja ein Wort für Panzer im Schwedischen, basiert aber wohl auf dem Begriff für Streitwagen aus der Antike. Das Set 2498, 600 Steinchen und 3 Minifiguren, 3 Museumsmitarbeiterinnen. Wir sehen hier die beiden Damen und den Herren mit seinem Freisprechgerät, wo er uns ein bisschen was erzählen kann, oder für den Panzerinnenfunk, das kann ich euch nicht sagen. Wie schon erwähnt, aus dem schwedischen Museum Arsenalen, auch erkennbar hier an den 3 Kronen. Die finden wir ja in den schwedischen Hoheitszeichen, ob es die Kokarde sind oder andere. Hier im Hintergrund sehen wir auch schon ein bisschen, ja, Museumsvorhof, sage ich mal. Hier sieht so aus wie der Turm vom Challenger, also das Planen. Ich kann es euch nicht genau sagen. Small Army ist klar, Kobi. 600 Steinchen, 3 Figuren, habe ich euch gesagt. Und hier, ne, Attenzione, das Set stammt ja ursprünglich aus Italien. Wir schauen uns die Rückseite an. Hier sehen wir, dass wir Luken öffnen können, dass wir dieses Schild runterklappen können, das Fahrzeug sich ja quasi so in die Erde ducken kann. Es wird 28 cm lang sein und 8,5 cm hoch, wobei das wahrscheinlich variabel ist durch seine hydropneumatische Verstellung. Also jetzt nicht bei dem Modell, das ist klar, aber im Echt, hier sehen wir es, dass es so wackelbar ist. Deswegen sieht es wahrscheinlich etwas komisch aus, wenn ich es euch nachher mal in der Hand halten werde. Hier sehen wir den Fahrersitz, denke ich mal, dass das ist. Hier das Fahrzeug noch mal ein bisschen in seiner Form von hinten. Da haben wir jetzt auch noch mal im Original. Hier haben wir ein bisschen Informationen zum Fahrzeug. Da auch, kennt ihr, gibt es bei mir gleich im Speedbild bei der Faktenzeit. Ja, dann schauen wir uns hier von oben den Karton noch mal an. Hier noch Kobi damals unterstrichen, aber sonst auch ScanMe und Co. Wir kennen das. Hier an der Seite auch ein bisschen die Play Functions, also alles, was sich zum Drehen und zum Aufklappen ist. Dann muss ich schauen, hier unten sehen wir auch wieder, ne, da ist ein italienischer Aufkleber für den Preis und wir sehen auch hier wieder italienisch was drüber geklebt. Also heute nicht komplett babylonisches Sprachgewirr, sondern auf Italienisch fokussiert. Und wie immer, ein Klemmbaustein-Set braucht eine Minifigur in einer 1:1 Abbildung, sonst wäre es kein Klemmbaustein-Set. Ja, Freunde, ihr wisst ja, ne, wenn der Karton vor euch ist, auf der rechten Seite sehen wir das Produktionsdatum. Das hier müsste Juli 2017 sein. Sagt auf jeden Fall der Aufkleber hier am Copyright. Wir machen einen kleinen Cut und dann schneide ich den Karton für euch auf. Bevor ich den Karton jetzt aufschneide, ist immer wieder lustig, dass Kobi hier so 2 Arten von Figuren hat. Also einmal so Frauen mit, ne, den typischen Formen einer Frau und sehr dünn und diesen sehr, sehr großen Händen. Und dann die Männchen, die immer halt, ja, die kennen wir ja von den ganzen anderen Sets. Also Kobi hat ja wirklich, ja, 2 verschiedene Molds für Mann und Frau. Anders als jetzt zum Beispiel Lego oder andere Hersteller. Was ich aber halt komisch finde, ist, dass sie halt so super dünn und dürr sind und die Männer halt, ja. Wenigstens bin ich froh, dass der Herr hier lacht. Und was wir aber alle 3 gleich haben, ist so ein pinkes oder ja eigentlich ins Lila gehende Unterhemd, T-Shirt,
was ich lustig finde, denn mein Vater, der war bei der Bundeswehr bei den Panzern und die hatten ja rosa Litzen, das kennen wir heute ja auch noch, ja basierend auf den historischen Vorgängern bei den Husaren, Dragonern, bei der Kavallerie halt, bei der preußischen Armee, glaube ich. Aber finde ich ganz lustig, dass die hier so pinke bzw. lilane, auberginefarbene Halstücher oder T-Shirts haben. Egal, genug geredet, ich schneide den Karton jetzt auf. Ich habe es euch gesagt, hier rechts. Also heißt für mich als Linkshänder, ich muss hier links schneiden durch die Klebenaht. Der Karton ist ja schon älter, ich hoffe, das geht jetzt besser. Aber nein, es geht schlechter. Ihr habt mir ja mal den Tipp gegeben mit einem Metalllineal. Habe ich mir besorgt, da warte ich noch drauf. Oh, so, der Karton ist gebrochen. Der Kleber hält also immer besser. So, jetzt hoffe ich, ich kann es noch lesen. Oh nein, voll durch. Ich muss einmal zu mir halten. Und zwar am 30.06.2017 in Mielec gebaut. Da, schaut, da steht es. Und der erste Blick für euch natürlich. So, könnt ihr reinschauen. Und jetzt lassen wir es plumpsen. Tada! Ich schaue rein, Karton zur Seite. Grüße an die Nachbarn. Tüte 1 ist falsch. Die kommt hier. Tüte 2. Eine Grundplatte 6x32 müsste es sein. Quatsch, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 6x16. Und hier haben wir die Anleitung. Klammergebunden, DIN A4 groß. Ich mache es mal zur Seite oder etwas größer als DIN A4. Wir sehen hier auch Traurige Zwiebel, Captain Planet und das Set nochmal. Das Design ist ja so wie heute eigentlich auch mit diesem Tarnnetz im Hintergrund. So, dann schauen wir mal. Wir sehen hier typisch Kubi-Anleitungen, dass wir hier mit den Buchstaben verschiedene Winkel bei Slopes oder halt auch bei Wedges dargestellt bekommen. Was wir bauen ist farblich, was schon gebaut wurde ist halt farbentsättigt. Und jetzt schaue ich mal hier, das ist nämlich noch bei den alten Anleitungen, da sehen wir, dass diese Legenden, diese Anlagehilfe hier mit einem Buchstaben gekennzeichnet ist. Das macht Kubi heute nicht mehr. Früher haben wir es gemacht. Also wir sehen hier diese 1x2er oder 1x3er ist mit A gekennzeichnet, dass wir es auch da anlegen. Das hat Kubi damals noch gemacht. Und ihr seht, ja, Klammer gebunden. Was Kubi damals noch nicht so gemacht hat, war diese Teileübersicht. Die haben wir nicht. Deswegen können wir hier gucken. 84 Bauschritte, bis wir fertig sind. Kubi hat ja keine Seitenzahlen und wir schauen mal, die letzten Seiten gibt es interessante Sets, die es so nicht mehr zu kaufen gibt. Hier zum Beispiel der Lorrain, der 40-Tonner, ganz schön diese Nano-Tanks, alles natürlich noch aus der World of Tanks Kooperation, finde ich ganz cool. Hier ist auch nochmal der Stritzwagen 103, nämlich genau die 3023, da gab es den auch und hier die Maus. Ganz schön, hier bin ich ein bisschen neidisch. Den Flieger habe ich Gott sei Dank, den darf ich euch noch mal vorstellen, aber hier die Fiat G55, vor allen Dingen die Jag 3 und natürlich die 190er A8, die hätte ich gerne, würde ich euch gerne mal vorstellen, sind ikonische Flugzeuge. Gerade auch hier so Fiat G55 Centauro, da kann man eine Menge erzählen. Das ist nämlich auch gar kein so schlechtes Flugzeug. Also eigentlich alle drei, beziehungsweise alle vier, ich meine zur B25, da brauche ich euch glaube ich nichts erzählen. Und hier hinten, ja auch ganz schön, den Panzer 4 habe ich euch schon vorgestellt. Das ist mein erstes Kubi-Video hier auf dem Kanal. Die Su-85 kommt noch, die habe ich. Su-76 und auch vor allen Dingen den Ferdinand, mit also Elefant, den Panzerjäger Tiger, da ranzukommen. Oh, das ist alles schwierig. Und mit Booten, hier der PT-109, da habe ich es ja nicht so. Und genau das gleiche mit dem Geschütz, wobei ich das glaube ich sogar habe. Naja, muss ich mal schauen. Aber wie gesagt, ich schwelge immer, wenn ich diese Werbeanzeigen sehe, diese Werbedrucke auf gerade älteren Kubi-Sets, denn ich bin da ja auch vom Staate haben will. Ihr kennt das bestimmt. Aber apropos will, ich habe jetzt richtig Lust zu bauen. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Fakten im Speedbild. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und natürlich sprechen wir heute über den STRV 103 bzw. S-Tank oder genauer den Stridsvagn 103, was ja für Kampfpanzer auf Schwedisch steht, dem hier grundlegenden Kubi-Set.
Aufgrund der besonderen Anforderungen, einen Kampfpanzer mit möglichst niedriger Silhouette, verfügte der Stritzwagen 103 im Gegensatz zu den meisten Panzern über keinen Drehturm oder besonderen Aufbau über der Wanne, sondern über eine fest in der Wanne verbaute Kanone, wodurch der Stritzwagen 103 selbst im Vergleich zu anderen turmlosen Panzern als ungewöhnlich anzusehen ist. Die Entwicklung begann schon 1956 und von 1967 bis 1971 wurde der Panzer gebaut. Der Stridsvagn 103 blieb bis 1997 bei den schwedischen Streitkräften im Dienst und wurde Gott sei Dank nie in Gefechtshandlungen eingesetzt. Mitte der 1950er Jahre veranstaltete die schwedische Armee eine Ausschreibung für einen neuen Kampfpanzer, um ihre bis dahin eingesetzten britischen Centurion-Panzer zu ersetzen. Das Konsortium der Unternehmen Landsverk, Volvo und Bofors antwortete zunächst mit einem frühen Entwurf eines neuen Panzers, dem Emil Olsson, welcher auch unter den Decknamen Kranwagen, also auf Deutsch Kranwagen oder KRV, bekannt geworden ist. Der Entwurf wurde jedoch als zu teuer angesehen und verworfen, da ausländische Entwicklungen zu einem geringeren Preis zu erwerben waren. Lediglich 2 Prototypen des Kranwagens wurden gebaut, welche später als Versuchsfahrzeuge für die Entwicklung des Stritzwagen 103 und der Artilleriekanonwagen 151 benutzt wurden. Die alternativen Projekte des Kranwagens waren das Fahrzeug A, angloamerikanisch, ein schwer gepanzerter 50 Tonnen schwerer Kampfpanzer mit mittelmäßiger Beweglichkeit von den Amerikanern oder den Briten, oder die Alternative T für Tisk Fransk, Deutsch für Deutsch-Französisch. Einen nur 30 Tonnen schweren Kampfpanzer mit geringerer Panzerung und hoher Beweglichkeit. Der Maschinenbauingenieur Sven Berge schlug schließlich 1956 das Projekt Alternativ S für halt Schwedisch vor, welches schließlich überzeugte. Daher auch der Name für S-Tank. Bei der Entwicklung zog man Statistiken aus dem Zweiten Weltkrieg und dem erst kurz zuvor beendeten Koreakrieg zu Rate und zog seine Lehren daraus, welche maßgeblich für das spätere Aussehen des Stritzwagen 103 wurden. Die Auswertungen zu Panzerabschüssen zeigten, dass die Gefahr, getroffen zu werden, im Zusammenhang mit der Höhe des Panzerfahrzeuges steht. Mehr als die Hälfte der Kampfpanzerverluste kamen durch Wirkungstreffer im Geschützturm zustande. Die extremste Lösung war das Streichen des gesamten Geschützturms, was nach Berges Überlegung neben einem verletzlichen Trefferbereich auch einiges an Gewicht einsparen würde. Betrachtet man jedoch die spätere Höhe des Strittwagens 103, das waren 91 bis zum Oberbau und 214 einschließlich der Kommandantenkuppel, mit dem des sowjetischen T-62 ist man nämlich beim 2,20 Meter, einen damals möglichen Gegner. So fällt auf, dass der Verzicht des Geschützturmes kaum Vorteile bezüglich der Höhe brachte. Beim T-62 ging die geringe Höhe allerdings dafür auf Kosten der Höhenrichtbarkeit der Kanone gegenüber den bis dahin eingesetzten Centurion, der bei 2,94 Meter bis 3,1 Meter lag. War hier der große Unterschied allerdings dann halt bedeutend. Also 3 Meter zu circa 2,14 Meter. Sven Berge war auch vertraut mit der Präzisionsgetriebe der französischen Renault Char B1 Panzer, der herausragenden Wendigkeit kurzer Sturmgeschütze und der besonderen Gefechtsleistung der deutschen Stuck- und Jagdpanzer. Dieses Wissen inspirierte Berge, das Ausrichtungsproblem der Waffe unter Verwendung von Vollautomatikgetrieben und eines besonderen Aufhängungssystems so zu lösen, dass das Fahrzeug präzise unter der Führung des Richtschützen senkrecht und waagerecht gerichtet werden konnte. Das Geschütz sollte dabei fest in der Wanne verbaut sein, was den Einsatz einer Waffenstabilisierung unmöglich machte. Auch war es in keinem wirksamen Rahmen möglich, gleichzeitig zu fahren und zu schießen. Umstände, die dem schwedischen Heer bewusst waren. Allerdings hatte das Heer mit ihren Centurion die Erfahrung gemacht, dass für eine einzelne zielgenaue Feuerabgabe ein Schießhalt unabdingbar ist. Außerdem ging man damals davon aus, dass ein nennenswerter Durchbruch in der Entwicklung von Waffenstabilisierung in naher Zukunft nicht zu erwarten sei. Es stellte sich später als Irrtum heraus,
Da möchte ich euch nur halt die Kanone und die Waffenstabilisierung der Kanone beim Leo 2 ans Herz legen. Wenn ihr mal danach googelt oder hier bei YouTube schaut, gibt es tolle Videos, wie der Leo 2 seine Waffe auf Ziel stabilisiert und dabei ein Biermaßkrug balanciert und nichts verschüttet. Das müsst ihr euch unbedingt mal reingucken. So, das war's aber jetzt, unser kleiner Auszug in die schwedische Wehrtechnik. Euch jetzt viel Spaß beim Review dieses tollen Setes. Ja, Freunde, da ist unser Strittwagen 103C, der S-Tank, unser Panzer aus Schweden. Und ja, ich habe ihn extra mal so hingestellt, weil ich euch gleich das Spiel-Feature, Play-Feature, die Hauptfunktion zeigen möchte. Nämlich dieses in Deckung gehen bzw. sich reinducken. Passt mal auf, ich richte die Kanone auf euch aus und fertig. Also dieses Fahrzeug hat, und ihr seht hier in der Seite, dieses Knickventil in der Mitte und da diese Hinge von Kobi und damit können wir das Fahrzeug halt ausrichten. Es ist ja eine Art Sturmgeschütz, also ein Kasemattpanzer, heißt die Kanone hier drinne in dieser Kasematte. Und ja, das Fahrzeug, ich habe es euch ja erzählt, warum, weshalb, wieso, aus den Lehren des Zweiten Weltkrieges. Niedrige Silhouette und ja, es sieht sehr flach aus. Also in echt war es dann nicht ganz so flach. Ihr habt ja auch vielleicht das ein oder andere Vergleichsfoto gesehen. Hier aber cool umgesetzt mit dieser Deck- oder Duck-Funktion. Das Räumschild hier vorne kann man noch einknicken, dann kann der auch noch weiter. Ihr seht es ganz weit runter. Aber was ich schade finde ist, und da komme ich gleich zu, dass die Kanone so kurz ist. Ich glaube, die müsste länger sein. Also wenn ich jetzt hier das noch umbauen würde, dann würde ich hier oben noch schauen, dass ich aus meinen Restbeständen, und Kobi liefert da ja ab und zu mal welche mit, noch vielleicht ein Rohrelement mit draufsetzen würde. Sonst ist das Fahrzeug, wie gesagt, sehr cool. Hat auch Spaß gemacht zu bauen. Ihr habt es vielleicht gesehen, weil wir bauen ja zuerst den Deckel und dann unten den Boden plus dann die eigentliche Rädersektion mit halt diesen Kippgelenk bzw. den Aufnahmen für das Kippgelenk. Und ich versuche es euch mal zu zeigen. Hier könnt ihr ein bisschen durchschauen. Vielleicht kann die Kamera sehen, dass wir durchschauen. Und da sieht man ein bisschen das Kippgelenk. Also ihr könnt halt durchschauen durch die Lücke. Da seht ihr vielleicht, dass halt da was ist. Aber ihr habt es ja im Speedbild gesehen. Ich zeige euch das Fahrzeug mal von oben. Schön auch hier gebaute Tarnung, das ist klar. Also ist nicht was ganz Neues, was Kobi hier gemacht hat. Da sehen wir auch nochmal das Rohr, was hier so fest eingeklemmt ist. Wir sehen die Seitenschützen hier. Ein bisschen schade ist, dass Kobi hier noch so ein bisschen Angusspunkte überall hat, aber naja, wie man halt baut, kann man sie verstecken. Ganz schön auch hier hinten diese, glaube ich, Rückleuchten in Rot, diese Teile, plus natürlich hier die Drucke und ganz hinten hier haben wir auch hier drinnen versteckt, an einer Stelle, wo man es vielleicht gar nicht sieht, auch ein paar Drucke, und in der Anleitung hat das vor allem den Kobi sehr schön dargestellt. Ein bisschen Probleme hatte ich, das Ganze festzudrücken. Ich sehe es auch jetzt gerade wieder hier. Ich müsste eigentlich noch viel mehr hier drücken, aber wenn ich drücke, geht auch wieder das Schild ab. Das hängt halt hier so an einen 2x8er, an einen 2x8er Plate, und dann muss ich es hier wieder reindrücken und das geht immer mal wieder ab. Ihr seht es hier, da unten kommt es dran, aber man spielt damit ja auch nicht so viel rum. Trotzdem ist es blöd, weil dieses Element halt, ich meine, das sind Kobi-Steine, ihr wisst, wie sie sind, die sind halt sehr fest und deswegen ist es halt nicht so beweglich, gerade wenn wir hier nur die 2x2 Aufnahmen haben. Trotzdem gehört es dazu, gerade wenn man den Panzer ein bisschen dynamisch darstellen möchte. Und wie gesagt, hier von unten nochmal einfach, dass ihr seht, hier dieses Zack, Zack, Zack. Und auch hier mit dem Fahrwerk, mit den Ketten. Ihr könntet wahrscheinlich vielleicht noch eine Kette mehr machen. Es waren ja oder sind ja welche dabei, da vorne 2 Glieder und auch noch gleich bei den Restteilen, aber irgendwie reicht mir das so vollkommen. Hier hinten haben wir die Auspuffanlage bzw. die Abgasanlage. Ich sage immer Auspuffanlage, ich bin ein Kind der 80er. Wir haben hier 2 Luken und ein Maschinengewehr. Ich zeige euch das nochmal. Da haben wir es, ne? Genau. Das Fahrzeug ist halt mal was anderes, ist halt kein Sherman, kein Leo, kein Abrams. Von daher ganz interessant die Geschichte, die hier dahinter liegt. Ich hoffe, euch haben die Fakten im Speedbild gefallen, Spaß gemacht. Kommen wir aber erstmal zu den anderen Fakten so am Rande. Und zwar die Steine, die über waren, plus natürlich die Minifiguren. Ich kippe mal hier aus, ich habe das mal in eine separate Tüte gepackt. Das ist nämlich noch das gute alte Kobi. Hier haben wir eine ganze Menge an Steinchen über. Also Kettenglied, hier sogar Aufnahme für die Räder, C-Clamps und sogar so eine
ja, größere Bügelperle, also richtig schöne Teile, die wir überhaben, packe ich auch gleich weg. Das muss gesichert werden. Also eine ganze Handvoll Teile. Wie gesagt, das gute alte Kobi. Heute ist es ja leider nicht mehr so oft, dass man viele Teile über hat. Und dann haben wir hier 3 Minifiguren, deren Namen ich nur raten kann. Und wir sagen einfach mal, dass dieser Panzerfahrer hier mit seinem Headset am Helm der Stefan ist, Stefan Karlsson. Den findet ihr auch im YouTube-Kanal vom Arsenal, vom schwedischen Tankmuseum. Da ist er quasi der Host, der Präsentator, quasi Kollege von mir. Und das denke ich mal, das legen wir einfach mal so fest. Wenn es natürlich jetzt was anderes ist oder andere Personen sind und ihr das besser wisst, weil ihr schon mal dort wart oder so, dann bitte mir in die Kommentare schreiben. Und hier haben wir jetzt entweder Isabella, Ida oder Stella. Oder vielleicht die Sophielein, die ja auch schon mal da war, die kennt ihr ja vielleicht auch von Twitch oder von YouTube. Also hier haben wir, wie gesagt, Isabella, Ida oder Stella. Oder hier das gleiche, die dunkelhaarige Personenfigur, auch wieder die entweder Sophielein oder Isabella oder Ida oder Stella. Natürlich hier diese typischen Frauenbedruckungen oder Frauenkörper von Kobi, aber bedruckt ist hier die Rückseite, zum Beispiel auch mit den Arsenalen-Aufdruck hier bei der Dame auch hinten auf den Rücken und natürlich, glaube ich, bei ihm auch genau hinten auch drauf der Aufdruck mit dem Arsenalen, also diesem Logo mit dem Panzer mit den 3 Kronen, die für Schweden stehen. Ich muss sagen, es ist wirklich ein faszinierendes Stück Wehrtechnik, kann man sagen. Warum, weshalb, wieso man nach dem Zweiten Weltkrieg halt noch so eine Art Sturmgeschütz oder Kasematpanzer gebaut hat, also ein Panzer, der sich aufs Ziel ausrichten muss und dann vor allen Dingen mit dieser Hydropneumatik, dass man wirklich sich ducken bzw. aufrichten musste. Finde ich wirklich sehr interessant. Ich wiederhole mich da, aber es ist halt so, als kleiner Hobbyhistoriker und Kobi-Fan, da ist das natürlich etwas ganz Besonderes, so ein Set. Deswegen sage ich nochmal den lieben Sebastian danke, dass er mir das für das Review zur Verfügung gestellt hat. Das Set wird danach auseinandergenommen und dann wieder zum Sebastian geschickt. Also echt vielen, vielen lieben Dank. Freunde, denkt daran, wenn ihr beim Sebastian was kauft, er hat einen 10% Rabattcode für euch, der lustigerweise den Namen Blockstar trägt. Also einfach Blockstar in Großbuchstaben beim Sebastian reintickern und schon kriegt er 10%. Der verkauft ja unter anderem auch halt solche Sets gebraucht. Habe ich halt das Glück, dass ich halt ein Video machen durfte. Deswegen verzeiht ihr ein bisschen hoffentlich die Werbung, denn damit konnte ich euch auch ein bisschen über diesen schwedischen Streitwagen etwas zeigen. Freunde, so ein Review macht mich immer durstig. Vor allen Dingen, wenn ich so hoch oder dunkel, also wenn ich so sprechen will wie ein Wikinger. Wir alle wissen, und ich habe es versucht, ein bisschen in den Intro-Gag einzubauen, dass Wikinger nicht Wikinger hießen, sondern Skandinavier waren und immer nur dann Wikinger waren, wenn sie zu uns zu Besuch gefahren sind, um mit solchen spitzen Dingen ein bisschen was für zu Hause, was Schönes für die Frau mitzunehmen. Kleiner Spaß. Ich wollte halt kein Ikea-Gag machen, also mache ich das Klischee der Wikinger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gefallen hat mir auf jeden Fall für euch dieses schwedische, schöne Meisterstück der Wehrtechnik zu bauen. Danke dann nochmal an Sebastian. Ich wiederhole mich da gerne. Vielleicht ist es was für euch, auch für eure Sammlung. Mir würde es auch noch fehlen. Ich muss mal gucken, ob ich da mit Sebastian vielleicht ein bisschen verhandeln kann. Auch wenn Wikinger ja eigentlich immer, wie gesagt, mit solchen spitzen Dingern verhandeln. Aber das ist ja Gott sei Dank nur eine Verkleidung. Glück für ihn. Nee, Spaß. Es hat mir wirklich Spaß gemacht zu bauen. Vor allen Dingen auch natürlich Spaß gemacht, dieses Video für euch zu machen. Ich hoffe, ihr könntet ein bisschen was mitnehmen. Der Anspruch ist ja immer, euch ein bisschen hier Kobi-technisch was zu zeigen, ein schönes Set aus ABS und natürlich auch ein bisschen geschichtlich euch da ein bisschen Hintergrund zu vermitteln, was Kobi ja auch schon ganz gut macht, aber ja, ist halt meine Art. Diese Nische in der Nische mache ich gern. Danke auch nochmal an alle. Es wird immer mehr. Es freut mich richtig. Und auch die Kommentare. Bitte schreibt mir wieder welche. Es macht so viel Spaß, weil ich schaffe nicht immer alles faktentechnisch in diese kleine Speedbuild-Zeit reinzupacken. Und eure Kommentare sehe ich immer als Aufwertung. Also quasi sind die Kommentare immer nochmal der Klappentext dazu, die Fußnote, die dann meine Fakten noch besser machen. Euch dafür wirklich vielen, vielen lieben Dank. Und bitte weiter so. Wie
Wie gesagt, haut in die Tasten, wenn euch was nicht gefällt oder ihr meint, da muss ich noch das zu erzählen, oder wenn ihr selber eine persönliche Geschichte habt. Auch danke an die vielen E-Mails, die ich mittlerweile bekomme, wenn Leute ihr Panzer gemockt, umgebaut oder auch ein Zuhause haben. Auch dafür vielen, vielen lieben Dank. Und ja, Freunde, und jetzt würde ich euch, wie in letzter Zeit immer bei einem Kubi-Video, auch wieder bitten, vielleicht könnt ihr dieses Video den Leuten von Kubi schicken, auf der Facebook-Seite teilen oder ja, zur E-Mail, denn ich würde ganz gerne Kubi-Expert werden. Kubi hatte dieses neue Expert-Programm, wo bis jetzt wohl nur Polen drin sind und auch nur, glaube ich, Mocker, aber noch kein YouTuber, der hier die Fahne von Kubi in Deutschland hochhält. Und ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwie als Gemeinschaftsarbeit sehen, wenn ihr das für mich teilen könntet, wenn ihr quasi mit meinem Stamm seid, der im Langboot wirklich Richtung Polen fährt und sagt, so hier, wir wollen durch den Blockstar auch Kubi-Expert werden. Würde ich mich echt freuen, wenn wir diesen Siegeszug oder Raubzug vielmehr antreten würden, gemeinsam. Ne? So war das bei den Skandinaviern ja auch, bei den dann Wikingern. Es war nicht nur alles hierarchisch, sondern es wurde ja geteilt. Aber das wisst ihr ja. Oder ich erzähle euch nochmal irgendwann beim anderen Video. Ich muss jetzt hier unbedingt raus aus diesem Bad, denn ich schwitze mich hier zu Tode und ich möchte noch weitere Videos für euch machen. In diesem Sinne, Freunde, auf Wiederbauen, bleibt gesund. Euer Freund, der Blockstar.